Ja, moin Leute, in diesem Part erstellen wir die komplette Wände für das Erdgeschoss fertig. Anschließend bauen wir noch eine Metalltür ein und noch ein großen Tor für unsere Eingangshalle für die Fabrik. Ja? Okay, ich freue mich drauf. Auf geht's. Ja, herzlich willkommen Leute zu unserem nächsten Part unserer Tutorial-Serie. So, ich habe mich entschieden, dass ich die komplette erste Etage von unserer Fabrik in diesem Tutorial jetzt erstelle, damit ihr nicht so lange wartet und dass ihr genug Zeit habt, sich euch damit schon mal beschäftigen, ja? Dementsprechend werden die Tutorials jetzt etwas länger dauern. Okay? Alles klar, dann fangen wir mal an. So, bevor wir loslegen, möchte ich noch was einstellen. Das habe ich am Anfang unserer Tutorial vergessen. Ist nicht so schlimm, das können wir immer noch machen. Es geht um die Position unserer Mauerwerke, ja? Unserer Mauern. Und die Origins. Die müssen erstmal eingestellt sein. Weil wir später ja mit Rastern arbeiten, rotieren werden, nach oben setzen. Da muss alles richtig sitzen, ja? Okay? Gut, wir gehen mal kurz hier rüber. Schieben die Sonne mal zur Seite. Ja? Ich schalte mir erstmal Screencast wieder ein. So. Na, so. Okay. Gut. Wir wählen mal unsere Mauern mal hier aus. Alles. So. 7 auf Top-Ansicht. Ja. Und wenn ihr seht, die Mauern liegen so mittig auf dieser Y-gelben Linie oder grünen Linie. Ich möchte das genau an der Kante haben. Ja, das ist sehr wichtig für mich. So, dann gehen wir einmal so rüber. Ja, genau. Dann die Origins, wenn ihr die Mauern wählt. Nicht die Fenster, sondern die Mauer. So, da ist der Origin immer mittig, genauso wie hier. Das müssen wir auch eben schnell ändern. Da fangen wir mit dem hier an. So, wählen hier in Edit-Modus Vertex Select und wählen mal diesen Vertex hier. Ja, genau an dieser Kante. Wir müssen ja die Mauern ja mal rotieren. So, und dann möchte ich, dass er sich dann von diesem Ankerpunkt, ja, also von da aus rotiert, dass er das als Ankerpunkt nimmt. Deswegen machen wir das so. Shift S, Cursor to Selected, damit der 3D-Cursor hier ist. Ja. Edit-Modus wieder raus. Und dann gehen wir auf Object, Set Origin, Origin to 3D-Cursor. Perfekt. So, jetzt, wenn wir jetzt rotieren, dann ist das schön in diesen Ankerpunkt, in dem Winkel. Ja? So, und dasselbe machen wir jetzt hier auch. Shift S, Cursor to Selected, Origin, Set Origin, 3D-Cursor. Ja, perfekt. Okay, das war's schon mal. Weiter geht's. So, jetzt bauen wir den quadratischen Fenster ein. Ja. Schieben die mal etwas zur Seite. Genauso wie die hier. So. Nehmen uns diesen Mauerwerk wieder. Shift D, duplizieren das und schieben das mal rüber. Okay. So. 3 Seitenansicht. Jetzt gehen wir auf Edit-Modus. Jetzt haben wir, das ist ja 2 Meter, Steuerung R und einfach loslassen. So, dann ist das genau auf dieser Linie. Ja, so, weil das ist 1 Meter und 1 Meter, das waren ja hier 2 Meter, deswegen ist das genau in der Mittellinie. Perfekt. Okay, so, jetzt gehen wir auf Face Select, löschen die Face hier und die hier auch. Okay. Add Select,
machen wir die Ränder wieder zu mit F. Genau. Face Select, wählen wir den Rahmen mal, den Innenrahmen, die Innenwände aus. So, und dann, jetzt aufgepasst, sehr wichtig. Wir arbeiten jetzt in diesem Tutorial mit mehreren UV-Maps. Deswegen ist es immer wichtig, ihr müsst das euch unbedingt merken, in diesen Slot hier, auf dieses Vertex-Symbol drauf und dann unter UV-Maps, müsst ihr darauf achten, welchen UV-Map ihr selektiert habt. Ja? Immer wieder mal auf die Haupt-UV zurück, darauf achten, wenn ihr mit dem Haupt-UV arbeitet, wenn ihr jetzt zum Beispiel diese Textur von der Moos-Textur hier was ändern wollt, ja, dann müsst ihr wieder auf diese Textur. Ja? Okay, nur zur Info. So, wir bleiben jetzt bei Haupt-UV, klicken uns diese beiden an. Wir wollen ja diese Textur erstmal zurecht unwrappen, dass es mit dieser Wand hier passt. So, und das machen wir so. Ich zeige euch das. Erstmal. So, jetzt haben wir den hier ausgewählt, das wollen wir haben. Und wenn wir Shift die andere anklicken, diese Seite, dann haben wir hier, so, jetzt haben wir beide Flächen selektiert, sehen wir, wie das aussieht. Ne? So, und deswegen klicken wir diese Fläche an. Einmal U, einmal Cube Projection. So. So, jetzt klicken wir die andere Seite wieder an. Aha, okay. Wählen diese und ziehen das einfach auf die gleiche Höhe. So, gehen ein bisschen näher ran. Wählen diese beiden. GY. So. Okay. Jetzt haben wir gemerkt, da ist noch diese Moos-Textur drauf, die andere Textur. Das müssen wir eben ändern. Gehen auf Materials, Mauerwerk einfach und assignen. So, das war's. So, und dasselbe machen wir auf der anderen Seite auch. Wählen beide, schauen uns das an. Okay, einmal U, Cube Projection. So, Mauerwerk einfach zuweisen. Und die beiden wählen, schauen uns das mal an, da ist er, wählen diese aus und ziehen das hier rüber. Okay, so, dann ist das schon mal fertig. Als nächstes müssen wir die noch unwrappen, Unwrap, hier Mauerwerk einfach zuweisen und hier genauso, sicherheitshalber, okay. Schauen wir uns das mal an, das sieht eigentlich soweit in Ordnung aus, das belassen wir so. So, okay, soweit so gut. Jetzt holen wir unseren Fenster rein mit Shift A, Images as Planes, suchen wir unseren Fenster aus. So, dann nehmen wir diese hier, oder spielt eigentlich keine Rolle. Wir haben ja 3 verschiedene. So, da ist unser Fenster. Die holen wir mit Steuerungstasten hier rüber in die Mitte. So, RX90, RZ90. So, 3 Seitenansicht, rotieren auf die Höhe. So, und jetzt, genauso wie bei einem anderen Fenster, fangen wir an, unseren Fenster zu bearbeiten. Okay? So, dann ziehen das mal ein bisschen zur Seite, damit wir mehr Platz haben hier. Okay. Gehen ein bisschen näher ran. Drücken jetzt auf Backslash, um es zu isolieren, damit wir mehr Ansicht hier bekommen. Okay, gehen auf 3 nochmal, Edit und ziehen jetzt die Loops dafür. Steuerung R, ziehen das nach oben, so ungefähr. So, Steuerung R, Steuerung
So, bisschen hier rüber. Okay. So. So, jetzt haben wir hier einen dickeren Rahmen hier. Das wollen wir natürlich auch mitnehmen. Deswegen machen wir noch eine Steuerung R. Noch ein Loop. So ungefähr. Genau. Und hier genauso. Steuerung R. So, wir können es auch ganz anders machen. Wenn wir den Steuerung R geklickt haben und dann den Loop hier mittig setzen. Und wenn es wirklich schön gerade ist mit dem Rahmen. So, und jetzt Steuerung B. Ziehen das ganz vorsichtig so rüber. So. Okay. So, hier auch. Steuerung B, R, einen Loop ziehen. So. Perfekt. Okay. Weiter geht's. Und dann immer so weiter. Steuerung B. Langsam. Na. So. Steuerung R. Mittig. Steuerung B. So. Und hier auch. So, sehr schön. Okay, jetzt müssen wir hier noch einen Loop ziehen. So ungefähr hier. So. Ja, perfekt. Okay. So, und jetzt Face Select. Wählen uns die Flächen hier aus. Die Fensterscheiben. Ja, das ist soweit richtig. So. Jetzt wird extrudiert, ganz wenig. So. Okay. Und jetzt ist es wichtig, wieder Individual Origins. Ja. Und jetzt S, Shift-Taste gedrückt und langsam nach innen ziehen. Ganz wenig. Super. Perfekt. Alles klar. So, wie beim anderen Fenster wollen wir jetzt auch die Scherben hier, die Brüche, Glasbrüche auch wieder wegschneiden. Ja. K. So, wählen uns die Kante hier aus. Enter. K. Und dann gehen wir es einfach so entlang. So, und diese Face löschen wir. Gut. Also klar. Ich wollte das gerne eigentlich wieder in Timelapse machen, aber ich habe die erste Kommentar bekommen, dass ihr gerne wahrscheinlich nicht in Timelapse haben möchtet, dass ihr unbedingt alles sehen wollt, wie ich arbeite. Deswegen habe ich gesagt, gut, ist in Ordnung. Dann mache ich keinen Timelapse mehr, damit ihr alles nachverfolgen könnt. Wenn ihr damit einverstanden seid, möchte ich aber Likes sehen auf diesem Video, dann weiß ich dann Bescheid. Ja? Gut. K. So. Hier noch ein kleines Stück. Diese wählen wir jetzt aus. So. K.
So, alles klar. Hat auch nicht so lange gedauert, finde ich. Okay, gut. Jetzt gehen wir auf Edit wieder und dann selektieren wir unsere Glasscheiben hier. Fensterscheiben, so. Hier noch ein kleines Stück. Ja, perfekt. So, jetzt kommt unser Glasshader wieder ins Spiel. Also, einmal auf Plus drücken, dieselbe Textur wieder wählen und dann hier kopieren und den am Ende einfach nur Glossy wählen. So, okay. Und gleich assignen, gleich zuweisen. So, hier 0,03. Ja, das ist jetzt die Kopie, ja, von der Textur, haben wir jetzt auf die Glasscheiben zugewiesen. Okay, so, jetzt haben wir schon einen Glanz und jetzt wollen wir noch einen Glossy Shader reinsetzen. Kommt auch noch dazu. Mix Shader zwischensetzen und da untersetzen. So, und hier runter. Ja, ganz einfaches Spiel hier. Okay, super, perfekt. So, dann ist das jetzt auch fertig. Mit Backslash wieder raus. Und den schieben wir jetzt einfach rein. Ne? So. Okay. Ah, ich sehe gerade, die Tiefe passt nicht mehr, weil wir die Mauern ja nach hinten geschoben haben. Aber ist nicht so schlimm. Wir können ja noch immer noch einrasten. So. Ja, alles klar. Okay, so, das ist auch schon mal fertig. Der Sturz fehlt noch. Ah, okay. Wählen diese Fläche hier aus. 1. E. Extrudieren das. Steuerung B. Einmal beveln. Komma drücken. So. Diese Fläche wählen. Steuerung plus plus. Und dann Mauerwerk Moos wählen. Zuweisen. Und einmal Unwrap. So. Schauen das mal hier unten an. So. Okay. Dann nehmen wir den hier erstmal, ziehen das mal hier auf diese Fläche. Dann nehmen wir den, rotieren das und ziehen das auch hier rüber. Alles klar. Gut, dann haben wir das auch erledigt. So. Okay. Unseren Mauerwerk mit dem quadratischen Fenster sind wir jetzt auch fertig. Als nächstes kommt sozusagen unser großes Fenster rein. So, dazu nehmen wir wieder unser Mauerwerk, Shift D, duplizieren das, schieben das mal hier rüber. So, jetzt müssen wir alles mal ein bisschen Platz schaffen hier. So, gut. Okay, so, jetzt aufgepasst. Jetzt kommt, wie gesagt, eine größere Wand, weil wir auch Fenster haben, die riesengroß sind. Ja, und die wollen wir jetzt hier machen. Dann klicken wir jetzt auf einmal hier auf Mausschlüssel. Ja, und dann klicken wir auf Array. So. Unser Array, wenn ihr startet, ist immer auf diese X-Richtung erstmal als voreingestellt. Aber das brauchen wir nicht. Wir wollen das in der Y-Richtung haben. Also einmal hier auf 0 setzen und Y1 setzen. So. Super. Und automatisch passt sich auch diese Textur gleichmäßig an. Seht ihr schon, ne? Gut. Jetzt kommt's. Das sind ja Seitenwände sind ja geschlossen, diese hier. Aber diese werden wir nachher löschen. Ja, diese Flächen hier, die werden wir wenn wir fertig sind mit den Mauerwerken, werden wir sie alle löschen. Die brauchen wir dann nicht.
Aber jetzt, solange wir noch Wände modellieren, brauchen wir die für die Loops, wenn wir Loops setzen. Ja, deswegen lasse ich die noch da. Okay, das heißt, wir haben hier ein Array gemacht und in der Mitte, das ist ja die zweite Mauer hier, und in der Mitte wird eine Fläche drin sein, die müssen wir gleich löschen. Ja, so, Array, das ist ja zum Beispiel die große Wand. Dann gehen wir hier auf Merge, hier, dass er die Flächen verbindet. Ja, direkt verbindet. Und das ist die Distanz, ab welche Distanz er verbinden soll. Ja, die Minimumdistanz. Das sind 10 cm. So, und die belassen wir so. Und jetzt gehen wir auf Apply. Hier, übernehmen diese Array. So, jetzt gehen wir auf Edit. Wireframe. Ja, so, und ihr seht hier diese Fläche. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Wenn ihr hierauf klickt, seht ihr das? Das ist ja die Fläche hiervon. So, und die müssen wir erstmal löschen. Löschen wir die innere Fläche hier. So, so. Und hier. Hier und hier. Ja, perfekt. Face löschen. Ja. So, jetzt haben wir alles jetzt richtig gemacht. Okay, jetzt brauchen wir diese Linie hier mit Alt-Taste gedrückt, diese Mittelloop, ja, die brauchen wir nicht mehr. Einmal auf Löschen und Dissolve Edges. Perfekt. So, jetzt haben wir den Loop entfernt, der in der Mitte war, den brauchen wir nicht. Jetzt gehen wir auch wieder auf Face Select, löschen diese 3 Faces und die hinteren. So, okay. Klicken diese Fläche hier, Innenfläche schließen. F. So, dass alles komplett geschlossen ist. Perfekt. Okay. So, Face Select. So, komplett die innere Fläche wählen. Material, Mauerwerk einfach wählen und zuweisen. So, und das ist schon mal erledigt. Dieselbe Geschichte wie beim anderen Mauerwerk. Wir tasten uns jetzt die UV-Maps an. Ja, okay, dann fangen wir direkt mal an. Cube Projection. So. Gehen ein bisschen näher ran. So, jetzt suchen wir. Okay, jetzt haben wir diese Fläche. Wo ist sie denn? Aha, okay. Jetzt haben wir was gemacht. Da. Wir haben einen kleinen Fehler gemacht, was ich euch schon erzählt habe. Wenn ihr mit UVs arbeitet, immer aufpassen, ja, immer aufpassen, mit welchen UV ihr gerade arbeitet. Deswegen habe ich jetzt diese Moosflecken, seht ihr das? Jetzt habt ihr es auch gesehen, was passiert, wenn ihr den falschen UV klickt. So, das heißt, einmal Steuerung Z, 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 Z. So, jetzt haben wir, ich bin jetzt so weit zurückgegangen, dass die UV-Maps, ich habe die ja angewrappt, so, die habe ich zurückgesetzt. So, die Innenflächen nochmal wählen und auf UV gehen, ja, und jetzt einmal Cube Projection nochmal setzen. So, jetzt ist das richtig. So, aber zumindest habt ihr jetzt gesehen, was passiert, wenn ihr die falsche UV-Map nutzt, wenn ihr unwrappt, ja. Okay, weiter geht's. So. Das ist die Größe, die wir haben wollen. Und das ist die Innenfläche. So, die wollen wir erstmal zurecht. Na, okay. So. So, okay.
mit L, selektieren wir das, schieben das mal ein bisschen auf die X-Richtung und skalieren das mal etwas raus. Ja, so ungefähr. So, damit es passt. Ja, super. Okay, dasselbe auf der anderen Seite. Edit. So, das ist diese hier. Gehen wir hier ein bisschen hoch. So. Ziehen das hier runter. Perfekt. Mit L selektieren das. G, X zur Seite. Und schieben das mal ein bisschen raus. Okay. So. Sieht ja schon mal gut aus. Okay, jetzt müssen wir hier das auch noch einrichten. Die müssen wir ein bisschen rausskalieren. So. So ungefähr. Noch etwas. So. Okay. Und jetzt hier oben. Hier auch. Ja, so passt das. So. Gut. Ich gehe mal aus Edit Mode raus, weil ich euch was zeigen möchte. Jetzt bemerkt ihr was auf diesen Textur. Ja. Es sieht alles so leicht, als wäre es da reingefräst. Da ist nämlich eine überlappende Textur. Und das ist diese New UV Map. Die ist hier auch noch überlagert. Wenn ihr sowas hier habt, dann heißt das nur, ihr müsst einmal hier rauf gehen, ja, auf diese Fläche, wo ihr solche Strukturen seht, ja, dann geht ihr einfach hier drauf auf New UV, schaut euch das da nochmal an und seht, was hier passiert ist, weil wir ja dem Mauerwerk immer wieder neu bearbeiten, ändert sich das UV-Map von vorhin. Ja, wir erstellen ja neue Flächen und in der New UV ändert sich natürlich auch in dem Moment was. Deswegen müssen wir jedes Mal, wenn ihr sowas seht, klickt ihr auf die New UV, so und dann U für Unwrap, einmal resetten, ja, das ist jetzt gereset, A, nochmal alles selektieren hier, S0, Enter. So, und jetzt Edit Mode raus und schon ist das Problem weg. Ja? Okay. Gut. Und jetzt, wie hier, den Fenstersturz auf 1. So. E. Rausextrudieren. Steuerung B. So. Okay. Gut. Jetzt wählen wir die vordere Fläche, Steuerung plus, wählen alles aus, gehen auf Material, Mauerwerk Moos. So, okay. Gut, jetzt habe ich hier was gesehen. Die ist hier gestretched, das müssen wir eben noch ändern mit Cube. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Nochmal zurück. So, nochmal zurück. Leute, aufpassen. Ich wiederhole mich immer nur. Wir sind gerade auf New UV immer noch. Einmal hier rauf bitte. So, und jetzt nochmal. Unwrap. So sieht schon mal besser aus. Gehen wir hier runter. So. Das ist schon mal soweit richtig. Aber die Stretchung gefällt mir nicht. Dann machen wir nochmal die... nein. Nochmal. Aha, okay. Gut. Die ziehen wir hier runter. Rotieren das. Ja. Skalieren das ein bisschen raus. Wählen wir mal alles aus. Und... ach, die fehlt ja auch noch. So, die müssen wir auch noch machen. Genau, okay. So, schauen nochmal rauf. Ja, ist alles richtig. So, okay. R90, rotieren das. So, schauen wir uns das nochmal an. Einmal auf Moos.
Okay, das sieht schon mal gut aus. Aber diese ist zu dunkel. Aha, okay. Den müssen wir weiter hochziehen. So, und dann in ein bisschen rausskalieren, damit wir eine Struktur haben. So. Okay. Alles klar. So, jetzt haben wir unser Mauerwerk fertig. Jetzt machen wir es anders. Wir haben einmal diesen Fenster hier. Den duplizieren wir jetzt. Und holen die mit Steuerung-Taste mal hier rein. Okay, perfekt. So, als nächstes Shift A, holen eine neue Image, das Plane, gehen auf unsere Texturen. So, da holen wir jetzt mal eine ganz andere, diese hier. So. So. Wählen das mal raus. So. RX90, RZ90, 3. Einmal hier hoch, mittig. S, Steuerung-Taste gedrückt und auf die Höhe bringen. So, perfekt. So, jawohl. Okay, so, das ist unser zweites Fenster. Wir wollen ja auch ein bisschen unterschiedlicher haben. Ja, und die fangen wir jetzt an auch zu ändern. Wir gehen einmal jetzt auf Backslash. So, 3, Seitenansicht. Öffnen jetzt mal unseren zweiten Fenster hier, die Textur. Na, wo sind wir? Ich glaube, das war das hier. Ja, okay. So, hier genau dasselbe Spiel. Ja, ich mache es wieder ganz normal, kein Timelapse. So, ziehen das mal hier einen Loop. Okay. Hier ein Loop. So, Steuerung R, hier ein Loop. Steuerung B, beveln. So, hier auch. Steuerung R, beveln. Ganz langsam. Und hier eins. So. Okay, weiter geht's. Nehmen wir das mal ein bisschen runter. Steuerung R, hier rüber. Ja. Steuerung B, auseinanderziehen. So. Steuerung R und immer so weiter. So, ich glaube, dann haben wir alles. Das sieht ja schon mal gut aus. Okay. Dann gehen wir auf Face Select. Wählen wieder alle Gleichscheiben aus. Aha. Okay, okay. Ich sehe gerade, hier ist ein dickerer Rahmen. Steuerung R. Da müssen wir noch einen Rahmen ziehen. So. Nochmal alles überprüfen. Okay, sieht soweit gut aus. So, dann nochmal. So, einmal von unten und jetzt E, extrudieren. So. Individual Origins wählen. S, Shift-Taste gedrückt und langsam rein skalieren. So, perfekt. Genau dasselbe Spiel. Plus New Material. Und dann
dieselbe Textur wählen, kopieren und Glossy benennen, zuweisen, wieder raus aus dem Edit-Modus und dasselbe Spiel hier auch. Roughness 0,03. So, und hier noch ein Glossy Shader und ein Max Shader dazwischen und hier runtersetzen. So, und dann runter skalieren. Jawohl, da sieht das schon mal gut aus. Alles klar. Okay, jetzt haben wir das auch fertig. Jetzt müssen wir auch genauso wie hier die Glasscherben durchbrechen. Aber ich habe mir jetzt überlegt, wir müssen ja auch welche haben, die auch heile sind, ja. Ich weiß nicht, wie viele Fenster wir einsetzen werden oder wie viele Fenster ihr einsetzen wird, weil ich gehe mal davon aus, wenn wir damit fertig sind, ist das ja ein reines Puzzlespiel, dann könnt ihr selber sehen, ob ihr es eine Etage höher haben wollt, größer haben wollt, länger haben wollt, das müsst ihr euch selber entscheiden, ja. Gut, okay. Ich lasse diesen Fenster mal so, wie es ist, und dupliziere den und den werde ich dann sozusagen verändern. Ja, okay. So, dazu werde ich jetzt einmal, wir gehen erstmal aus Backslash, wieder raus aus der Isolierung, setzen die erstmal schon mal rein. Okay, hier genauso, einmal auf 7. So. Mit Steuertasten da rein. Ja, perfekt. Genau. So, wie gesagt, den belassen wir jetzt erstmal. Shift D, duplizieren diesen Fenster hier und schieben das mal, ja, oder machen wir es gleich hier rein. Genau. So, okay. So, gut. Jetzt haben wir hier ein Fenster, zweite Fenster. Aber ich möchte natürlich, wenn es geht, etwas Veränderungen machen. Ja, das sieht ja beides gleich aus. Ja, so, und deswegen ziehen wir das einfach hoch hier. So, das ist unsere Textur. Einmal auf Edit-Modus. So, und dann klicken wir uns einfach mal eine Fläche hier an. Diese Fläche Beispiel. Und in diesen UV-Editor wählen uns das hier aus und schieben das mal einfach mal hier rüber. So, und schon sieht das schon unterschiedlich aus. Ganz einfach. Okay, das machen wir jetzt überall. Nehmen wir diese hier. Alles selektieren. Ziehen das mal hier rüber. Oder machen wir den da unten. So, nehmen wir die hier. Selektieren. Dann ziehen wir. Machen wir hier eins rein. So, schauen wir uns das mal an. Bisschen höher. Okay. So, jetzt können wir auch ein bisschen skalieren, wenn es geht. So, mittig. Perfekt. Okay, auf jeden Fall müssen hier was gemacht werden. So, dann schieben wir das mal hier rüber. Oder auch hier. Hier genauso. Die noch. Die schieben wir auch hier rüber. Den wollen wir auch nochmal versetzen.
machen wir auch hier rüber. Ziehen wir hier rüber. Ja, okay. Ja, sieht doch schon mal toll aus, oder? Finde ich zumindest. Okay, so, jetzt haben wir unseren großen Fenster jetzt auch fertig. So, wir tun hier die ganze Zeit duplizieren, setzen ein und so weiter und so fort. Und wir müssen langsam hier Ordnung bringen in unser Projekt, sonst haben wir den Überblick verloren. Ja, das machen wir jetzt. So, dann fangen wir mal an, öffnen hier alles. So, jetzt haben wir hier Fenster 1, 2, 3, 4. So, das sind die hier. So, jetzt müssen wir hier unter Wände, New Collection, Fenster. So, gut. Jetzt haben wir hier nochmal, müssen wir aufpassen. Ich glaube, wir würden lieber die alle wieder markieren. Ja, sagen wir orange, Wände, blau, machen wir grün, rot. So, damit wir es unterscheiden können. So, Wände. Alles, was mit Wände zu tun hat, machen wir in derselben Farbe. So, damit wir etwas unterscheiden können, ja? Gut, dann nehmen wir unsere ganzen Fenster hier. Hier, das sind unsere ganzen Fenster. Schieben die erstmal hier rüber. Okay. So, und dann haben wir noch unsere Mauern. Die sind aber ja schon mittlerweile schon richtig. So, das ist ja 1 Meter mal Meter. Gut. Blackwall Simple. So. 1 Meter. So. Und dann Erdgeschoss. So, jetzt müssen wir so weit Ordnung bringen, damit wir wissen, welche Etage. Das ist die Erdgeschoss. Ja, das ist der Erdgeschoss. So, und beim zweiten, dann nehmen wir diese Unterfußpodest, dieses Fundamentflecken hier, nehmen wir raus. Ja, deswegen benennen wir die auch gleich. Hier genauso. So, 1 Meter, ja. Machen wir mal so, 2 Meter. Genau. Ja, stimmt. Also, ihr müsst dran denken, simpel, das ist die einfache Wand, nichts drinne, ja. So, und die ist 1 Meter breit. So, jetzt haben wir eine Wand mit Fenster, 1 Meter breit, 2 Meter lang, das ist damit der Fenster gemeint. Erdgeschoss. Also so mache ich das jetzt. Und ihr könnt es so aufbauen, wie ihr das haben möchtet. So, jetzt haben wir hier Brick Wall. So, Window 1 Meter mal 1 Meter Erdgeschoss. Und jetzt haben wir den hier. Window 3 Meter mal 2 Meter Erdgeschoss. Super. So, jetzt gehen wir auf Wände wieder. Hier auf Wände. New Collection. Gleich eine Farbe zusetzen und nehmen wir dieselbe hier. Erdgeschoss. So. Wählen alle aus und schieben das hier rein. So. Okay, das waren die Fenster. Genau. So, Erdgeschoss, Wände. Erdgeschoss, Wände. Ja, machen wir Erdgeschoss, Wände. So, und dann machen wir hier Hauptkollektion Wände und Fenster. So, jetzt haben wir eine gewisse Ordnung geschafft. Alles klar. Okay. So, das war's schon mal. Und jetzt gehen wir weiter. So, als nächstes
ich hole mir mal ein Foto von unseren Referenzbildern. So, und wenn ihr hier mal schaut, wir haben hier leichte Durchbrüche. Ja, so, die Mauer ist so eingedrückt. Ich weiß nicht, wie man das nennt, ganz ehrlich. Ähm, Vielleicht sollten wir das auch reinbringen. Ja, seht ihr ja schon, bei alten Gebäuden seht ihr das. So, und das wollen wir jetzt auch nochmal reinsetzen. Ein paar Wände, wo nichts drinne sitzt, aber leichte Vertiefung. Ja, das wollen wir jetzt auch machen. Okay, so, den scrollen wir mal wieder weg. So, okay, dann nehmen wir mal unsere einfache Wand hier. So, ziehen das mal hier rüber. Nehmen wir die hier. Shift D, duplizieren das. Rüber. Ranzoomen mit Komma. So, und jetzt schauen wir uns das mal an. Wählen einfach diese Fläche hier aus. Ja. I. Ziehen das mal ein bisschen rüber. So ungefähr. So. Okay. So, das ist das Inset übrigens, ne? Also nicht extrudieren, sondern I für Inset. So, und dann ziehen wir das etwas hinein. So ungefähr. So. Nochmal I. Nochmal skalieren. So. E. Extrudieren. Bisschen raus. Nicht viel. So. Und dann mit Steuerung B einmal beveln. So, ganz wenig. So. Okay. Jetzt haben wir auch so eine Art kleine Struktur drin, so eine leichte Vertiefung. Ne? Das ist auch schon mal fertig. Ist alles gut. Gut, alles klar. Das haben wir jetzt auch. Gut, das haben wir das. Jetzt müssen wir mal gucken. So, jetzt wollen wir jetzt mit den Türen, die erste Metalltür, die wollen wir jetzt mal einsetzen, okay? Wir nehmen jetzt mal komplett hier, ziehen das mal zur Seite, okay. Da habe ich den Fenster jetzt noch nicht mitgenommen. So, ziehen das mal zur Seite, okay. Nehmen jetzt diese hier, einfache Mauer, duplizieren das und schieben das mal hier rüber. Okay. So. So, das wird jetzt, wie gesagt, da kommt jetzt eine Metalltür rein. Ja? Und wir werden aber zwei verschiedene machen. Ich zeige euch das mal. Moment, einmal rüberholen. So, und wenn wir das mal, hier sind ja Türen abgebildet. Ich vergrößere das. Hier. Das ist eine Holztür jetzt. Und hier ist noch eine Metalltür. Ja. Wir werden hier zwei Größen machen. Einmal in dieser 2 Meter und vielleicht mal 2,50 Meter, wie das hier abgebildet ist. Ja. Zwei verschiedene. So, und wir fangen erstmal mit der kleinen an. Alles klar. Okay. So, dazu holen wir jetzt wieder eine Image as Planes. So, ich habe wieder was für euch vorbereitet, wie gesagt. Wo haben wir es denn? Genau, das ist einmal diese hier gewesen. Perfekt, die ziehen wir rüber. So, RX, R90. So. Okay, dann schauen wir uns das mal an, ob das passt. S skalieren. Und so ungefähr. So. Den müssen wir jetzt anders gestalten. Okay, der ist nicht gerade auf Maß. So, was haben wir denn hier? Das ist ja 2 Meter. Das passt eigentlich. Ja, das kommt gut hin. Genau, so machen wir das. Gut. Wir werden jetzt das Mauerwerk, wir schieben das erstmal zur Seite.
So. Okay. Seitenansicht. Einmal isolieren. So. Steuerung R. So, ein Loop ziehen auf 2 Meter. Ja. Und dann auf Face. Löschen, löschen, löschen und löschen. Und hier genauso. Ja. So, okay. Hier dasselbe Spiel. Einmal alles schließen. So. Okay. Und die untere Fläche auch löschen. Den brauchen wir auch nicht mehr. Gut. Jetzt gehen wir hier weiter. Wir bereiten erstmal hier alles vor. Ich mache das mal anders. Ich öffne hier mal den UV-Editor hier, damit wir ein bisschen mehr sehen können. Okay. So. Gut. Und jetzt, wir schauen nochmal bei UV, bei unseren UV-Maps, dass wir auf der richtigen Stelle sind. Ja. So, Unwrap, Cube. Okay, hier sieht soweit eigentlich fast gut aus. Aber, na, wir prüfen das nochmal. So, das ist das hier. Und jetzt kommt das hier. Alles klar. So. Okay, jetzt müssen wir mal sehen. Das sind jetzt 2 Stück. Wir machen es mal mittig. So. Und skalieren das mal. Ja. Jawohl. Perfekt. Hier genauso. Und die andere Fläche. So. Einmal so mittig. Und hier auch. Auf dieselbe Höhe skalieren. So. Das sieht auch gut aus. Aber wir müssen ja noch hier die Textur noch zuweisen. Ja. Wie sieht es da oben aus? Doch, das ist so eigentlich in Ordnung. Okay. Okay, dann machen wir uns da unten ran. So. Das ist ja die Moos-Textur. Dafür brauchen wir jetzt die Moos-Textur. Da gehen wir hier runter. So. Okay, man sieht es schon, ne? Hier auch aufpassen, ja, wir sind noch auf der Haupt-UV, das ist wichtig. Und jetzt einmal Cube Protection. So, ziehen das mal hier runter. So, auf die Höhe bringen, genau. So. Gut, ich schaue mir mal die erstmal an. Das ist das. Und das ist... Aha, okay. Gut, dann nehmen wir die mal hier runter. Und schieben wir so rein. Und skalieren das mal in der Breite. So ungefähr. Gut, wir können die Textur etwas verschieben, ja. Also hier diese Fläche hier, schieben wir mal in der X-Richtung, so etwas hier rüber, damit es ein bisschen unterschiedlich aussieht, ja, genau. Hier ist es auch so, nehmen wir auch, G, Z, nehmen wir mal weiter hier rüber, ja, soweit in Ordnung. Okay. So, als nächstes möchte ich, wenn ich mal eines der Bilder mal raussuche. Moment, wo haben wir da? So. Wenn wir uns die Tür mal, hier habe ich eine andere Tür, die werden wir auch einsetzen. Oben seht ihr, wie die Ziegelsteine aufgebaut sind. Da ist ja auch ein Sturz drin. Und die sind überall bei Toren meistens quer, ja, hochkant gelegt. Und das wollen wir erstmal hier auch machen. Ja? Gut, dann gehen wir mal hin.
Steuerung R, lass uns mal einen Loop ziehen und ungefähr in diese Höhe. So, genau. Nehmen wir das hier raus. Ja. Ja, genau. So, und die machen wir jetzt mal, schauen wir jetzt mal, wo das ist. Haupt-UV, ja. Und den jetzt einfach auf R90 umdrehen. Ja. Genau. Einmal extrudieren. So. So ganz wenig vielleicht, so ungefähr. Ja. Steuerung Plus. Die Seitenflächen auch noch wählen. Oder nur die Seitenflächen, ja, die umzu. Und nochmal, damit wir hier auch eine gewisse Textur haben. So, das ist jetzt oben länglich, das passt. Wir schauen jetzt mal diese ein. Okay. Machen wir es mal so. Und dann L, alles selektieren. Skalieren wir den auf dieselbe Höhe. Und bringen das mal so längs. So. Okay, dann wählen wir die noch aus und die noch aus. Das sind jetzt diese hier. So, jetzt müssen wir schauen, wo das ist. Vielleicht sind die überlappt. So, die rotieren wir jetzt auf 90. Ja. Und skalieren das nochmal ein bisschen raus. So. So ungefähr. Jawohl. Okay. So. Dann wählen wir uns diese große Fläche nochmal aus. Und dann ganz vorsichtig eine Steuerung B Bevel. Ganz leichten. Ja, damit komme ich zurecht. Das ist soweit in Ordnung. Vielleicht einmal die Fläche plus, ja, diese große Fläche wählen und die Randflächen nochmal und ein Stück weiter rein. Ja, genau. Perfekt. Okay. So, mit Backslash. Falsche Taste gedrückt. So, wieder raus. Okay. So, jetzt müssen wir ein bisschen rumspielen hier. Okay. So. So, und den skalieren wir jetzt mal ein bisschen in die Höhe. So, okay. So weit, so gut. Wir haben hier die Tür jetzt einfach so platziert. Wir können natürlich, damit es ein bisschen realistischer aussieht, da auch noch was dran arbeiten. Zumindest, ja, den Rahmen vielleicht so. Einfach 2 Loops hier. So, ganz wenig. So, jetzt haben wir hier, wie bei den Fenstern sozusagen, ja, 2 Loops auf beiden Seiten, dass man jetzt eigentlich die Tür, achso, hier unten auch, so,
Gut. Jetzt nehmen wir Face Select. So. Nehmen wir die Tür und extrudieren das mal ein bisschen raus. So. Gut. Das haben wir auch schon. So, jetzt nehmen wir die obere Textur wegen dieser Türkante. Ja. So, dann gehen wir mal hier hin und suchen uns die Textur mit der blauen Tür mal raus. Ja. So. Genau. So, was machen wir jetzt? Wir werden die einfach mal ein bisschen nach oben skalieren. Ein bisschen mehr hier noch. Ein kleines Stück. Noch ein Stück. Ja, genau. So, und jetzt machen wir noch ein Steuerung R. Hier noch ein Loop. So, die Tür ungefähr. Ja. So. Und diese Tür hier, die wir jetzt hier haben. Ja. Moment. Ja, das ist eigentlich soweit in Ordnung. Okay. So, da machen wir jetzt ein P. So, jetzt haben wir die Tür sozusagen separiert. Ja. So. Und wählen diese Kante aus von der Tür, die wir separiert haben. So, und dann Steuerung S, Cursor to Selected. Ja, jetzt ist der 3D-Cursor hier drauf. Den Origin hier, den setzen wir jetzt auf den 3D-Cursor. So, warum? Damit wir das hier machen können. Ja, so. Wir wollen die Tür jetzt ganz leicht, aber bevor wir das machen, einmal die Fläche nehmen, die Fläche selektieren, die Tür und extrudieren. Kleines bisschen. So, und jetzt die Tür leicht öffnen. So. Ja, das sieht soweit eigentlich gut aus. So, dann schauen wir uns das mal an. Und jetzt einmal in Cycles mal anschauen. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Machen wir ein bisschen heller den Tag hier. Jo, sehr schön. Gefällt mir. Alles klar. So, die kleine Tür haben wir jetzt fertig. Jetzt kommt die große Tür. So, bevor wir aber anfangen, eine Sache haben wir noch vergessen. Wir müssen ja noch unseren Tür einen gewissen Shader, Metalleffekt reinbringen. Das Bild allein reicht ja nicht aus. Also gehen wir hier auf Shade Editor. So. Das ist ja unsere Blue Metal. So. Jetzt haben wir hier ein Roughness. Bisschen Metall hier reinbringen. Machen wir mal erstmal 0,5. Ja. Und dann ein bisschen leichte Glattheit. Müssen wir mal schauen, wie das aussieht. Ja. Auf jeden Fall machen wir einen ganz leichten Bump Map hier rein. Ja, also Shader, Vector Bump. Ja. Den Color hier rein in die Höhe. Und dann einen Converter. RGB to BV. So. So. Und dann noch ein Color Ramp hier rein. So. Und den Bump Map natürlich in Normal. So, jetzt warten wir ab. Das ist natürlich auf einmal zu viel, das ist klar. Wir gehen erstmal auf 0,1. Hier. So. Es ist immer noch zu viel. 0,05.
So, wir gehen mal jetzt auf Cycles. So. Okay, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen hier rumexperimentieren. So. Mit den Colorram könnt ihr die Abweichung, ja, zu den Bump Map ein bisschen vergrößern, ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erklärt habe. So. Also die Schwarz-Weiß-Bereiche verkleinern. So, schauen wir mal an. So. Ein paar raue Flächen da und hier. Und dann können wir hier noch die Distanz etwas mal mit Shift-Taste vielleicht gedrückt halten. So. Ein bisschen mehr vielleicht. Ja, sieht ja eigentlich nicht schlecht aus. Vielleicht ein bisschen mehr Metall. So. Ja, damit kann ich leben. Okay, das ist eigentlich soweit in Ordnung. Was passiert mit dem Specular? Ne, lassen wir so. Machen wir mal 0,9. Dann ist das irgendwie zu dunkel. 0,7 Metallic. Ja, okay. Gut. Distanz etwas wieder vergrößern. Ich glaube, ein bisschen zu wenig. ,5 und hier ein bisschen weniger. So. 0,01. Ja, wir müssen uns antasten, ja? Wir müssen uns irgendwie antasten, weil es ja keine Textur ist, die man einfach drauf platziert und schädet mit Maps, sondern das ist ein Bild, da muss man sich etwas bisschen herumspielen, aber es geht schon. Okay, gut. Damit ist das dann mir geholfen. Okay. So, damit sind wir jetzt durch. Jetzt gehen wir weiter. So. Und erstellen unseren unseren große Tür jetzt oder unseren Tor. So, wir erstellen jetzt unseren großen Tor. So, wir holen jetzt einmal die einfache Mauer wieder her, duplizieren die und schieben die mal hier rüber. So. Und die rastern wir mal zur Seite. Okay. Hier machen wir wieder ein Array. So. Auf der Y-Achse. So, und dann applyen. Bevor einmal Merge. Ja, einmal Merge. Und apply. So. Okay, wie gerade eben, hier ist die Zwischenwand, die müssen wir erstmal löschen. Wir gehen erstmal hier auf Wireframe. So, und jetzt löschen wir die mal. Na, einmal auf Komma. So, so, so. Na, so. Ja, okay. Entfernen, Faces. So, und wieder raus. Wählen jetzt die eine Loop in der Mitte aus. Einmal überprüfen. Alles klar. Entfernen. Dissolve Edges. Okay. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Jetzt müssen wir aber
Eben mal schauen. Das ist jetzt ja 3 Meter. Okay. Wir holen jetzt erstmal unsere Tür rein mit Shift A. Image as Planes. So. Und wo haben wir es denn? Ja, genau. Das muss es sein. So. Okay, jetzt ist es dort gelandet, weil der 3D-Cursor dort ist. Ja. Okay, das machen wir erstmal. Shift S, Cursor to World Origin. Nochmal. Cursor to World Origin. Warum macht er das jetzt nicht? Das ist merkwürdig. Normalerweise müsste er hier landen. Okay. Gut, dann machen wir es nochmal. Das ist jetzt merkwürdig. Aha, okay. Das jetzt, vielleicht war das ein kurzer Fehler, aber na gut, okay, gut. So, die Tür ist dazwischen gelandet. So, und jetzt machen wir es so. So, Selektion to Cursor. So, okay, alles klar. Okay, dann schieben wir das mal in die Mitte. So, RX 90, RZ 90. So, jetzt bringen wir das mal rüber. So. S, Steuerung gedrückt und schön auf. Ja, kommt eigentlich hin. So. Ah, vielleicht noch ein Stück größer. So. S wieder ein bisschen kleiner setzen. So, okay. Ja, das 2 Meter. Ein Stück vielleicht breiter in die Z-Richtung. SY in Y-Richtung. So. Nochmal. 2 Meter soll das hier sein. So. Okay. Ich glaube, die Höhe ist eigentlich relativ, ich glaube, vielleicht zu groß. Wir setzen den mal etwas kleiner. Ja, wir müssen ein bisschen rumspielen. Ich habe das. So. So ganz leicht. So, okay. Ja, bringen wir das mal auf 2 Meter. Ja. So. Ja, genau auf 2 Meter bringen. Genau. So, 2,50 Meter ungefähr. Das kommt auch ungefähr hin. Ja. Gut. Okay. So. Und jetzt gehen wir auf unseren Loop hier. Steuerung R. Setzen jetzt hier einen Loop. So. Perfekt. Jetzt holen wir hier noch einen Loop her. Und hier einen Loop. So. Genau, weil es jetzt genau 2 Meter ist, könnt ihr den Loop genau in der Mitte setzen. Ja, dann passt das auch. Okay. So, ein bisschen Spielerei, aber anders geht es leider nicht. Jetzt isolieren wir diese Mauer. Und wählen mal die hier aus. So, entfernen. Und die auch gleich mit. So, weiter geht's. F, ja. So, die Kante wählen und komplett
Mit F schließen. So, okay. So, jetzt machen wir uns an die UV-Maps ran. Das ist dann, wechseln wir kurz hier wieder auf UV-Editor. Ja. Okay. Suchen wir uns die Textur wieder raus. So, alles klar. Fangen wir erstmal mit der normalen, einfachen Ziegelmauer an. Ja. So. Und jetzt nochmal überprüfen, wo ich bin. Ja, hier. Immer wieder auf UV-Map. So. U. Und Cube Projection. Ja. So. Okay. Jetzt muss ich mal schauen, welche das hier ist. Das ist das hier. Gut. Und das ist das hier. Alles klar. Also wählen wir uns diese hier aus und dann L, selektieren wir dieses hier. So, und dann schieben wir das mal so dicht wie möglich so dran und dann auf die Höhe skalieren. Ein bisschen mehr. So. So. Okay. Und dasselbe jetzt hier auch. Gut, hier sehe ich, dass der verrutscht ist. Dann machen wir es mal anders. Unwrap wieder. Aha, okay. Geht auch nicht. Gut, wenn wir hier jetzt so eine Verschachtelung haben, dass der untere Map etwas zur Seite verschoben ist, dann müsst ihr einmal auf die Ansicht gehen, also auf 1 Ansicht. Das ist ja hier diese Fläche, ja. Und dann Project from View. Ja, so, dann habt ihr zumindest dann sozusagen die gerade Fläche. Aha, okay, das hat wieder nicht geklappt. Ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht. Entweder habe ich einen Bug jetzt gerade drinnen, normalerweise so, auf 1 gehen. Genau, ich gehe mal nochmal auf Wireframe. So. Project from View. Okay, gut. Hier ist definitiv ein Fehler. Ja. Entweder mache ich gerade einen Fehler, was ich nicht verstehen kann. Ich klicke mal hier drauf. Nein. Gut. So. Gut, ihr seid live dabei. Ja. Wenn ihr solche Fehler habt, müssen wir erstmal gucken, woran das liegt. Ich gehe mal auf Unwrap, ganz normal. Aha, okay. Gut, jetzt hat es geklappt, nachdem ich nur Unwrap gemacht habe. Ja, Unwrap. Aber definitiv muss das so auch funktionieren. Ihr kennt das. Project from View. Dann wird ein UV-Map erstellt nach der Ansicht, die man hier hat. Ja, wenn ihr zum Beispiel in der Schräge jetzt so hält, dann würdet ihr zum Beispiel Project from View jetzt klicken, dann hättet ihr ein UV-Map erstellt, die genau in dieser Form jetzt hier ist. Diese Ansichtsform, so mit der Schräge. So, bevor ihr nachher ein Fehler passiert, belasse ich das so. Okay, vielleicht hat es ja bei euch ja funktioniert. Definitiv, bei mir hat es ja nicht funktioniert, ihr habt es ja selber gesehen. Gut, okay, dann weiter geht's. Dann gehen wir ein bisschen wieder näher ran, wählen die aus. Und dann die kleine. Gut. So. L. Jetzt haben wir die gewählt. So, und hier genauso. So dichter ran. Und skalieren. So ungefähr in der gleichen Höhe. Ja. Ja. Perfekt. Aha. Okay, ich habe gerade was bemerkt. Leute, ich habe den Fehler gefunden. So, es lag daran, weil die Textur von dieser Fläche noch auf Moos war. Ja, von dieser anderen Textur. Das müssen wir noch assignen. So,
Anscheinend lag das daran, da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Aber nobody's perfect, ja? Jetzt wissen wir, woran das lag. Gut. Weiter geht's. Ich gehe nochmal hier rauf. UV Map ist richtig. Materials, einfach nochmal sicherheitshalber signen. Immer wieder draufklicken. Okay, so und jetzt einmal Unwrap. Cube. Jo, jetzt funktioniert es auch. Okay. So, ein bisschen rausskalieren. So. Okay, wir können eine Sache noch machen. Diese Flächen haben wir ja nachträglich erzeugt und wir haben ja damals diese zweite UV-Map ja gemacht. Am besten ist es immer wieder mal drauf zu klicken, über zu prüfen, ob das Ding, nein, es ist völlig in Ordnung. Da ist es. Der ist gereset. Also dieser UV-Map auf der neuen UV-Map muss klein sein, also minimal geresettet sein. Aber ist soweit in Ordnung. Okay. So, dann haben wir das auch erledigt. Okay. So, jetzt wählen wir die aus. Und die aus. Und so. Okay, jetzt wählen wir unsere Textur, die andere. Ja. So, schieben wir die mal auf die Höhe. So. So. Ganz vorsichtig. Okay. Schauen wir uns da an. Gut. Hier genauso. Die Texturen sind ziemlich gleich. Ich gehe mal mit der ein bisschen zurück. So. Ja, noch weiter zurück. Ja, so ist besser. Okay, soweit so gut. Hier genauso. Wie bei der Tür. Die habe ich aber ausgeblendet. Hier machen wir auch die Ziegelsteine. Die sind jetzt quer verlegt hier. Bei der anderen Tür genauso. Das machen wir jetzt hier auch. Okay. Super. So, einfach mit R rotieren. Jawohl. Gut. Und einmal raus extrudieren. So ganz wenig. Oh, 2 cm. Müsste eigentlich reichen. Okay. Gut, das lassen wir jetzt so. Jetzt gehen wir hier auf die Seitenflächen. Machen wir ein Unwrap. Mal gucken, wie das aussieht. Naja. So. Das ist jetzt diese Fläche. Und jetzt schauen wir. Ah, okay. Okay, ich merke das schon, woran das liegt. Gut. Wenn ihr seht, dann müsst ihr ein bisschen rausskalieren. So. Und jetzt schauen wir das mal mit den anderen Flächen an. Okay. Machen wir mal L. L. Aha, okay. Ich sehe gerade. Gut, dann machen wir es anders. So. Jetzt wählen wir diese Flächen mal aus. Ja, die vorderen 1, 2, 3. Sagen jetzt Project. So, okay. Jetzt wird das verwirrt. Wir machen das so und drehen das nochmal auf 90 Grad. So, und skalieren das mal auf die Länge. So. Okay. Schieben das mal, damit wir was sehen können. So, ein bisschen mehr. So, okay. So, jetzt gehen wir nochmal hier rauf. Na, okay. So, und jetzt die oberen. So, okay, jetzt ist das hier gelandet. Schieben wir das mal zur Seite. L.
So. Und skalieren das mal auf dieselbe Höhe. So. Okay, so. Jetzt wählen wir uns diese vorderen Flächen nochmal aus. Und Steuerung B, einen leichten Bevel. Moment. Okay. Ihr seht, ich habe da gerade zufällig drauf geguckt. Wir haben hier oben noch Individual Origins. Da müssen wir aufpassen. Einmal auf Media Point gehen. Ja, weil der bevelt ja diese Fuge auch noch mit. So. Steuerung B. Okay, da ist ein kleiner Fehler. Das kann sein. Moment. Steuerung Z wieder zurück. Wir müssen mal was überprüfen. Kleinen Moment. Nein, ist alles zu. Okay. Dann gehen wir auf Edges. Ja. Auf Edges. Wählen uns die Kanten mal aus. Nur die Kanten. Nur die Kanten, ja. So, es ist ja so, normalerweise bevelt man ja Kanten und wenn man die Fläche wählt, wählt man automatisch natürlich auch die mittleren Linien, ja, diese Loops. Deswegen war das der Fehler, ja. Okay, also mein Fehler, nur die Edge-Kanten wählen, Steuerung B und extrudieren. Ja, okay. So, jetzt haben wir es. So, okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Jetzt gehen wir mit Backslash wieder raus. Setzen unsere Tür wieder rein. So. Alles klar. Gut, das ist ja auch eine Metalltür. Da müssen wir jetzt auch wieder mit einem Shade-Editor einen Metall-Shader reinsetzen, beziehungsweise einen Glanz rübersetzen. Genauso wie beim anderen. Wir schieben das mal ein bisschen hier zur Seite. Okay. So, einmal Metall auf 0,6 erstmal und den Glanzeffekt. So. Okay, dann holen wir uns nochmal einen Vector Bump. Den setzen wir erstmal hier in der Höhe wieder rein. Ja, nochmal. So. Und dann nochmal einen Konverter. RGB. Und einen Color Ramp dazwischen. So, alles ein bisschen zu eng. Ich hoffe, ihr könnt noch alles erkennen hier. So, so, so. Und die Normal Map hier rein. So, jetzt ist das wieder zu viel. Wir gehen mal erstmal dem Wissen zurück. So. Machen wir 0,1. So, schauen wir mal, wie weit wir gehen können. So, okay. So, dann schauen wir uns das mal an in Cycles. So. Okay. Okay, wir machen das mal anders. 0,01, ganz wenig. Und jetzt ganz leicht an, dass ich nur ganz leichte Struktur habe. So. Und jetzt können wir immer noch hier ein bisschen variieren. So. Ein bisschen vielleicht noch. Kleines bisschen.
So, perfekt. Mehr will ich ja nicht, weil mittlerweile ist der Rost drauf. Okay, wir müssen noch die Tür, genauso wie beim anderen, ein paar Loops ziehen, dass ich die Tür ein bisschen raustrennen kann. Ich weiß ja nicht, was wir aus unserer Tür später machen, aber lass uns schon mal vorbereiten. Vielleicht machen wir eine kleine Animation, wo die Tür so leicht offen ist oder so. So, deswegen ziehen wir das mal hier durch. 3. Gehen wir auf 3. Ja, gut. Dann ziehen wir den nochmal rüber. Hier rauf. Und den hier drauf. Okay. So, und den in der Mitte. Ja, jetzt müssen wir gucken. Ich glaube, diese ist das. Diese Tür. Ja, genau. Okay, so. Als nächstes auf Face Select. So. Jetzt möchte ich separieren, diese Türen direkt. So, habe ich gemacht. Wählen unsere Türen jetzt wieder aus. Ja. Und E. Extrudieren. Ganz wenig. So, okay. So, jetzt wählen wir den einen Loop hier aus. Ja. Steuerung B. Einen ganz leichten Loop ziehen. So, so ungefähr. Ja, okay. So, und Fläche löschen. So, okay. So. Genau, jetzt möchte ich einfach in Edit-Modus, wähle ich diese Tür aus. Ja. Oder besser gesagt, wie man das anders? Nochmal, Entschuldigung, das war ein bisschen zu schnell. Gut, wir haben ja diese Tür separiert. So, in der Mitte haben wir es getrennt. So, jetzt wählen wir mit so und L. Mit L selektieren wir jetzt die Tür, die rechte. Ja. Machen wieder ein P. So. Okay. Jetzt wollen wir den Origin auf der rechten Seite hier reinbringen. Auf diese Kante als Achse, ja. Add Select. Wählen wir die Kante aus. Oder die andere Kante hier. Genau. So, Shift S. Cursor to Selected. Das kennt ihr ja schon. Und jetzt Object, Set Origin zu 3D-Cursor. Sehr schön. Okay, so zumindest haben wir jetzt die Achse für die Tür, ja, eingerichtet. So, jetzt machen wir eine Geschichte. Bevor es jetzt weitergeht, das ist ja ein Foto gewesen, ja. Die Verlinkung dafür ist alles in der Videobeschreibung für alle Türen. Und da waren ja Türgriffe dran. Und diese Türgriffe habe ich einfach herausgetrennt und mit Photoshop ein bisschen bearbeitet. Und die werden wir jetzt separat hier anbringen. Ja? Okay. So, damit fangen wir jetzt an. Ich sehe gerade diese eine Kante hier von der Tür. Die möchte ich doch etwas hervorheben. Das machen wir jetzt eben schnell. Das geht ja, ist eine kleine Geschichte. Wir gehen mal ein bisschen näher ran hier. Okay. So, mit Steuerung R ziehen wir den Loop mal hier rüber, so leicht mittig, da wo die dunkle Fläche ist, diese Kante. Genau, und jetzt mit Steuerung B ein Bevel, oder ein bisschen mehr. So, jetzt haben wir diese Kante herausgetrennt und jetzt mit dem Face Select, genau, so ganz vorsichtig G, X und Shift-Taste und so leicht nach vorne bringen. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, finde ich besser. Ne? Jetzt haben wir auch eine schöne Kante hier drauf. Das Profil ist zu sehen. Perfekt. Alles klar. Okay, gut. So, jetzt holen wir unseren Türgriff her.
So, jetzt holen wir uns mal jetzt den Türgriff mit Image is Plain hinein. So. Okay. Das ist auch, wie gesagt, das war eigentlich mit auf diesem Foto, dieser Türgriff. Ja, und den habe ich ihm bei Photoshop einfach nur rausgeschnitten. Und jetzt werden wir nach diesem Bild den Türgriff modellieren und auf diese Tür separat draufsetzen. Ja? Gut. Okay, es ist gerade jetzt hier gelandet, aber es ist nicht so schlimm. Wir rotieren das jetzt einfach mal auf die Richtung. So. Gut. Ziehen das mal hier rüber. Aha, okay, wo bin ich? Oh, ein bisschen raus. So. Jetzt müssen wir ein bisschen, also antasten. Wir müssen erstmal rein. Okay. So. Ein bisschen vergrößern. So, schauen wir uns das mal an. Okay, ihr seht ja schon, dieser Türgriff war ja hier drauf und ich habe das nur retuschiert und wir müssen anhand dieser Breite, dieser Kante von der Tür uns mal halten und so ungefähr. Ja, das passt. Und hier sind ja diese Flecken, ja, diese beiden Flecken, das sind diese hier. Wir versuchen das mal einfach mal so rüber zu bringen. So ungefähr. Gut, ein bisschen hier rüber. Ja. Einmal mal schauen. Gut. Ein bisschen höher. Ja, ungefähr. Muss ja nicht genau stimmen. So, alles klar. Gut, jetzt haben wir unseren Türgriff zurecht skaliert, positioniert. Ein bisschen noch skalieren. So. Ja, ist ein bisschen Rumspielerei, ich weiß, aber ja. Schauen wir uns das mal an. Doch, sieht gut aus. Okay. Gut, auf geht's. So, wir werden jetzt einfach aus dieser Plane den Griff herausschneiden. Ja, wie bei den Fenstern. Wir machen mal ein bisschen Platz hier. So. Okay, dann fangen wir einfach mal an, gehen in den Edit-Modus, K und dann fangen wir einfach hier an, nach den Konturen lang. So, genau. Steuerung Z, wieder zurück. Hier noch und hier noch. Ja, genau. Okay. Ja. Okay, gut. Dann machen wir hier weiter. K. So. Hier nochmal. So, das reicht schon. Und jetzt löschen wir die Faces, die wir nicht mehr brauchen. So. Perfekt. Super. Okay. Jetzt möchten wir einfach mal einen Modifier hier reinsetzen. Den Slottify. Ja, damit wir eine gewisse Stärke hier haben. Ups, das war doch ein bisschen zu viel. Zurück. Ja, bevor ich das vergesse. Ich sehe das jetzt gerade und ich habe es auch vergessen in den anderen Tutorial zu sagen. Wenn wir
Image as Planes benutzen, also ein Bild als Plane hochladen, wird Blender automatisch immer diesen Alpha-Kanal nutzen und den ins Alpha-Slot einbinden. Ja, das habt ihr schon bemerkt. Und deswegen seht ihr gerade, dass diese Oberfläche gerade irgendwie transparent ist. Die ist gar nicht da. So, wir nehmen einmal den Alpha-Wert hier raus. Ja. Und sobald Blender das tut, ja, diesen Alpha-Wert automatisch wird dann in den Materials von diesem Image, wenn ihr runtergeht, hier unter Settings, Viewport Settings, der Blend Mode wird in Alpha Blend eingestellt. Den müsst ihr wieder zurückstellen. Ja, auf OpenQ. So, dann ist das wieder da. Ja, gut, weil wir auch keinen Alpha-Wert haben in diesem Bild. Aber wie gesagt, das macht Blender automatisch. Gut, soweit, so gut. Wir gehen jetzt mal auf 7, auf Top-Ansicht. Bringen den Türgriff mal nach vorne. Okay. Jetzt können wir es so antasten. So, gut. Okay. Gut. So, jetzt möchten wir den Türgriff dementsprechend auch gleich verformen. Ja. Edit. Jetzt machen wir haben ja hier schon 2 Vertices. Ja, das ist diese Wölbung eigentlich. Jetzt machen wir einen Schnitt von hier nach hier und Enter und einmal von hier nach hier und Enter. So. Als nächstes hier und hier. Okay, jetzt haben wir hier einen Vertices, aber den können wir eigentlich nutzen. Subdivide. So. K. Einmal den anklicken. Einmal den anklicken. Enter. K. Den. Enter. Perfekt. So, jetzt gehen wir auf Face Select. Diese Fläche hier, den Griff, ziehen wir jetzt nach oben. So. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, der liegt eigentlich, glaube ich, schon an, wie ich sehe. Und ja, das vergesse ich jetzt auch wieder. Unsere Tür, die hat dasselbe Problem. Da haben wir auch diesen Alpha-Wert. Den müssen wir zurückziehen. Ja, das ist jetzt die Tür. Und hier genauso. So, jetzt haben wir das Problem auch da weg. Gut. So, jetzt wollen wir diese ein bisschen herausziehen, ja, obwohl eigentlich der liegt auch schon an, den können wir so belassen, alles gut, aber wir wollen das noch ein bisschen leicht verformen. Das heißt, wir gehen hier auf die beiden Edges und machen ein Bevel rein mit Steuerung B. So, okay, das reicht. Genau, und das machen wir, glaube ich, bei allen Edges hier, eine leichte Abrundung. Na? Wieso macht er das jetzt hier nicht? Gewählt haben wir es ja. Steuerung B. Ach, kann ja auch gar nicht. Das ist ja, da ist ja ein Modifier drauf. Ja, da ist hier ein Modifier drauf. Deswegen geht das ja gar nicht. So, den müssen wir erstmal applyen. Ich gucke nochmal, sicherheitshalber. Performance reicht. Okay. So, jetzt können wir den Slotify applyen. Super. Jetzt können wir hier ein Bevel ziehen. So. Okay, hier auch. Steuerung B. So. Steuerung B. Ups. Shift. So. Steuerung B. So.
Okay. Gut. Jetzt wählen wir mal diese Kante und diese Kante noch aus. Und diese hier. Steuerung B. Ja. Okay, was könnten wir noch machen? Gut, jetzt haben wir hier eine Wölbung drin. Ja, so eine Vertiefung. Das könnten wir eigentlich separat machen. So, wir gehen hier drauf. So, so. Und Enter. K. So. Einfach. Enter. Okay. Jetzt wählen wir uns diese Flächen hier aus. Mit I setzen wir hier eine Fläche rein. So. Ungefähr. Genau. Und schieben das einfach ein bisschen weiter rein. Noch ein bisschen mehr. So. Okay. Gut. Jetzt machen wir einen Shade Smooth drauf. Genau, das reicht. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Ösen noch draußen, aber die brauchen wir jetzt nicht, glaube ich, unbedingt. Obwohl wir können ja... Wir können... Machen wir es einfach. Mit K schneiden wir uns einfach ein Stück was heraus. So. So, okay. Mit K. So. Gut. Einfach so, dass die Optik stimmt, ja? Dass die Optik noch stimmt. Okay. Hier genauso. K. Steuerung B. So. Okay, soweit so gut. Türgriff ist dran. Den müssen wir natürlich auch einen gewissen Metalleffekt reinbringen. Das machen wir mal kurz. Setzen wir rein. Metall. So. Ja, so glatt ist es auch wieder nicht. Okay. Gut. Naja, jetzt könnten wir mal gucken, ob wir das weiter runtersetzen können. So, ungefähr drauf. Ja, alles klar. Okay, das hat ziemlich Zeit beansprucht, ich weiß. Und dass dieser Tutorial auch sehr lang wird, hatte ich auch schon gesagt. Jetzt müsste ich gehe mal auf Backslash, warten, bis alles geladen ist. Ja. Nichtsdestotrotz möchte ich noch, ja, hier am Rahmen diese noch irgendwie herausheben. Ihr müsst das nicht machen, wenn ihr meint, dass es für euch uninteressant. Ich tue es jetzt einfach. Ja. Ja. Ich gehe nochmal hin. Ich habe es jetzt isoliert. So. Ziehe einfach ein paar Loops hin. So. Und einmal hier. So. Genau. Okay, jetzt einmal hier.
Und dieser hier. So. Okay. So, dann haben wir das auch erledigt. Schauen wir uns mal in Cycles an. Ja. Ja, soweit so gut. Das gefällt mir schon. Jetzt haben wir einen Türgriff dran und vom Weiten sieht das eigentlich nicht schlecht aus, finde ich. Okay. Alles klar. So, unser großes Tor ist fertig. Ja. Soweit so gut. Ich schaue mir es gerade nochmal an. Ich gehe mal auf Viewport nochmal. Okay. Kleine Tür. So. Alles klar. So, jetzt kommt eigentlich das große Rolltor oder Schiebetor, je nachdem. Ich weiß nicht, was wir noch machen. Aber ich glaube, das machen wir zum Schluss, wenn wir die Wände fertig haben. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir den Eingang für die Fabrikhalle, was wir da machen, ob wir jetzt ein Schieber- oder Rolltor machen. Das schauen wir uns dann mal später an. Ja? Okay. Ja, Leute, ich glaube, das war's erstmal für diesen Tutorial. Ja. Wir haben jetzt sozusagen für den Erdgeschoss eigentlich die nützlichen Elemente vorbereitet. Wir werden jetzt nochmal... Ja, ich überlege gerade. Ja, Leute, das war's erstmal. Die Wände für den Erdgeschoss ist jetzt soweit fertig. Gut, im nächsten Part fangen wir dann mit der nächsten Etage an. Da machen wir die Mauerwerk, die Wände für den Obergeschoss fertig. Und wenn die Zeit noch da ist, versuchen wir das in den Tutorial noch für den dritten auch noch fertig zu bekommen. Für die schmalen Fenster. Ja? Ich bedanke mich fürs Anschauen. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Wenn ich zu schnell war oder zu langsam war. Aber ihr kommt hoffentlich zurecht. Wenn was ist, Fragen einfach in die Kommentare. Und vergiss nicht die Likes. Ja? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.